Lektion 1: Obsteinkauf. Brauchen Sie noch andere Früchte? Wie wäre es mit ein paar Bananen und Weintrauben? Das klingt nach einer tollen Idee. Bananen eignen sich perfekt für einen schnellen Snack. Ja, und Weintrauben sind so erfrischend, besonders an warmen Tagen. Genau. Sie eignen sich auch hervorragend als Zugabe zu Salaten oder Desserts. Ich liebe es, frische Früchte für ein gesundes Frühstück zu mixen. Ich auch. Fügen wir diese zu unserer Einkaufsliste hinzu. Definitiv. Eine Vielfalt an Früchten ist immer eine gute Wahl. Ich sorge dafür, dass wir sie beim Einkaufen nicht vergessen. Lektion 2: Fähigkeiten im Verkauf. Ich arbeite seit 3 Jahren im Vertrieb. Über welche Fähigkeiten verfügen Sie? Das ist eine tolle Erfahrung. Ich habe starke Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten entwickelt. Diese sind im Verkauf unerlässlich. Wie gehen Sie mit schwierigen Kunden um? Ich versuche, ruhig zu bleiben und mir ihre Bedenken anzuhören, bevor ich Lösungen anbiete. Das ist ein kluger Ansatz. Es kann wirklich hilfreich sein, Ihre Perspektive zu verstehen. Genau. Ich konzentriere mich auch auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden. Ja, Beziehungen können zu Folgegeschäften und Empfehlungen führen. Absolut. Vertrauen ist der Schlüssel bei jeder Verkaufsinteraktion. Ich bin beeindruckt. Lassen Sie uns weitere Tipps und Strategien für den Verkaufserfolg teilen. Lektion 3: Frauenbewegung. Die Bewegung in den Ostblockländern, insbesondere in der Sowjetunion und Ostdeutschland, war bedeutend. Ja, beide Nationen förderten die Beteiligung von Frauen in verschiedenen Sektoren. Genau. Es war Teil ihrer umfassenderen Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung. Ich finde es faszinierend, wie diese Politik die Rolle der Frau in der Gesellschaft geprägt hat. Absolut. Frauen übernahmen viele Aufgaben, die traditionell von Männern wahrgenommen wurden. Ja, und es gab ihnen ein Gefühl von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Diese Bewegung hatte nachhaltige Auswirkungen, nicht nur in diesen Ländern, sondern weltweit. Ich stimme zu. Es ebnete den Weg für künftige Generationen, für ihre Rechte zu kämpfen. Lassen Sie uns mehr über die Auswirkungen dieser Bewegung auf die heutige Gesellschaft diskutieren. Lektion 4: Mozarts Größe. Die Größe von Mozarts Musik wurde in seinen frühen 30ern deutlich. Ja, in dieser Zeit wurde er Hofkomponist in Salzburg. Genau. Seine Kompositionen in dieser Zeit waren wirklich bemerkenswert. Ich stimme zu. Er schuf einige seiner berühmtesten Werke, darunter die Zauberflöte. Ja, und seine Fähigkeit, verschiedene Musikstile zu vermischen, ist beeindruckend. Absolut. Es ist erstaunlich, wie seine Musik auch heute noch bei den Menschen Anklang findet. Ich denke, seine Kreativität und sein Talent waren seiner Zeit voraus. Definitiv. Lassen Sie uns mehr über sein Leben und die Einflüsse hinter seiner Musik erfahren. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich kann es kaum erwarten, mehr über ihn zu erfahren. Lektion 5: Modestile. Die klingen perfekt. Ich werde auch nach diesen Stilen Ausschau halten. Großartig.
Es ist immer spannend, neue Modetrends zu entdecken. Ja, ich liebe es, wie Stile unsere Persönlichkeit und Stimmungen ausdrücken können. Absolut. Das richtige Outfit zu finden kann uns selbstbewusster machen. Haben Sie bestimmte Stile im Sinn, die Sie ausprobieren möchten? Ich denke an etwas Lässigeres und dennoch Schickeres für den Alltag. Das klingt stilvoll. Lässig kann sowohl bequem als auch modisch sein. Genau. Planen wir bald einen Einkaufsbummel, um ein paar neue Stücke zu finden. Ich freue mich darauf. Gemeinsam einkaufen macht immer Spaß. Lektion 6: Optionen vergleichen. Lassen Sie uns vergleichen und das Beste auswählen. Klingt nach einem Plan. Wir sollten jede Option sorgfältig prüfen. Absolut. Es ist wichtig, sowohl Vor- als auch Nachteile abzuwägen. Ja, und es ist auch wichtig, über unsere langfristigen Ziele nachzudenken. Das ist ein guter Punkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, Entscheidungen zu treffen, die mit unserer Vision übereinstimmen. Genau. Sobald wir vergleichen, können wir eine fundiertere Entscheidung treffen. Ich werde alle Informationen sammeln, die wir zur Analyse benötigen. Großartig. Ich bin gespannt, was uns gemeinsam einfällt. Es wird eine produktive Diskussion. Lektion 7: Hotelrabatte. Haben Sie sich für ein Hotel im Stadtzentrum entschieden? Ja, ich habe ein tolles Angebot gefunden, das Rabatte für Frühbucher bietet. Das klingt perfekt. Der Aufenthalt im Stadtzentrum ist so praktisch. Absolut. Es erleichtert die Erkundung aller Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Außerdem ist die Nähe zu Restaurants und Geschäften ein großer Pluspunkt. Ja, und wir können Zeit beim Hin- und Herreisen sparen. Ich liebe diese Idee. Haben Sie überprüft, ob es Sonderangebote gibt? Das habe ich. Sie haben ein Paket, das Frühstück und kostenloses WLAN beinhaltet. Das ist ein fantastisches Angebot. Das inklusive Frühstück ist immer ein Gewinn. Lektion 8: Lebensratschläge. Meine Mutter gibt mir immer Ratschläge, wenn du schlechte Dinge tust, werden die schlechten Dinge auch wieder auf dich zurückkommen. Das ist ein kluger Spruch. Es spiegelt die Idee von Karma wider, nicht wahr? Genau. Sie glaubt daran, andere gut zu behandeln, um im Gegenzug etwas Gutes zu erhalten. Das ist eine wertvolle Lektion. Es fördert Freundlichkeit und Empathie. Ja, und ich finde, dass es wirklich die Art und Weise prägt, wie ich mit Menschen interagiere. Ich denke, es ist wichtig, nach diesen Prinzipien zu leben. Sie schaffen eine bessere Umgebung. Absolut. Der Rat meiner Mutter hat viele meiner Entscheidungen beeinflusst. Es ist großartig, eine solche Führung im Leben zu haben. Was sagt sie sonst noch? Sie erinnert mich oft daran, nachzudenken, bevor ich handele, was mich vor Ärger bewahrt hat. Lektion 9: Historische Bewegungen. Die Bewegung in den Ostblockländern, insbesondere in der Sowjetunion und Ostdeutschland, hatte große Wirkung. Ja, beide förderten die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und an der Bildung. Genau. Es war eine Zeit, in der Frauen begannen, mehr Rollen in der Gesellschaft zu übernehmen. Ich finde es faszinierend,
wie diese Bewegungen die Diskussionen über die Gleichstellung der Geschlechter geprägt haben. Ja, es hat eine Grundlage für zukünftige Fortschritte bei den Frauenrechten geschaffen. Ich stimme zu. Das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, den aktuellen Fortschritt einzuschätzen. Absolut. Aus den Kämpfen und Erfolgen dieser Zeit können wir viel lernen. Ich denke, es ist wichtig, sich auch heute noch für Gleichberechtigung einzusetzen. Lassen Sie uns mehr darüber erfahren, wie diese Bewegungen die Welt beeinflusst haben. Lektion 10: Freude an Haustieren. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie viel Freude Haustiere in unser Leben bringen können? Absolut. Sie werden wirklich ein Teil unserer Familie und unseres Alltags. Ja, die Kameradschaft, die sie bieten, ist unübertroffen und oft erhebend. Ich stimme zu. Allein das Zusehen, wie sie spielen, kann unsere Stimmung sofort verbessern. Es ist erstaunlich, wie sie unsere Gefühle spüren und uns trösten können. Genau. Haustiere haben eine einzigartige Art, bedingungslose Liebe zu schenken. Ich denke, ein Haustier zu haben kann uns auch wichtige Lektionen fürs Leben lehren. Definitiv. Sie lehren uns Verantwortung und Empathie. Lassen Sie uns mehr darüber sprechen, welche Arten von Haustieren Menschen wählen und warum. Lektion 11: Die richtige Passform finden. Diese Schuhe passen besser als das letzte Paar, das ich anprobiert habe. Das ist toll zu hören. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie durch den Laden gehen, um sie zu testen? Sie fühlen sich wohl und unterstützend, was genau das ist, was ich brauche. Das ist wichtig. Komfort ist der Schlüssel, insbesondere wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum tragen. Absolut. Ich möchte Schuhe, die meinen Füßen nach ein paar Stunden nicht schaden. Ja, und es ist eine gute Idee, ein wenig durch den Laden zu gehen, um sicherzustellen, dass sie richtig sind. Sicher. Ich lege immer Wert darauf, sie vor dem Kauf auszuprobieren. Kluge Wahl. Sie möchten spätere Überraschungen vermeiden. Lassen Sie uns noch ein paar weitere Stile zum Vergleichen finden und den besten auswählen. Lektion 12: Historischer Übergang. Es ist interessant zu untersuchen, wie dieser Übergang stattfand. Ja, schon in sehr frühen Zeiten hatte der König von England großen Einfluss. Genau. Seine Entscheidungen prägten oft das Leben vieler Menschen. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie sich die Machtdynamik im Laufe der Jahre verändert hat. Absolut. Das Verständnis dieser historischen Veränderungen kann einen Kontext für die Gegenwart liefern. Ja, es hilft uns zu erkennen, wie weit wir als Gesellschaft gekommen sind. Lassen Sie uns mehr über die verschiedenen Faktoren erfahren, die zu diesen Veränderungen beigetragen haben. Das hört sich großartig an. Jede Ära hat ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen und Erfolge. Ich freue mich darauf, mit Ihnen tiefer in dieses Thema einzutauchen. Lektion 13: Faszination für den Geist. Ich war schon immer fasziniert vom menschlichen Geist und Verhalten. Das ist faszinierend. Die Psychologie bietet so viele Erkenntnisse darüber, warum wir so handeln, wie wir es tun. Genau. Das Verstehen unserer Gedanken und Gefühle kann zu persönlichem Wachstum führen. Ja, und es hilft uns auch, unsere Beziehungen zu anderen zu steuern. Ich glaube, dass die Erforschung verschiedener Theorien so viel über uns selbst verraten kann. Absolut. Jede Theorie bietet eine einzigartige Perspektive auf menschliches Verhalten.
Lassen Sie uns einige der Schlüsselkonzepte diskutieren, die die Psychologie beeinflusst haben. Klingt perfekt. Ich liebe es zu lernen, wie unser Geist funktioniert. Ich freue mich auf unser Gespräch zu diesem faszinierenden Thema. Lektion 14: Ticketverfügbarkeit. Ich werde auf der Website des Kinos nach der Verfügbarkeit von Tickets suchen. Das ist eine gute Idee. Es ist immer am besten, dies zu bestätigen, bevor Sie Pläne schmieden. Genau. Ich möchte nicht ankommen und feststellen, dass es keine Plätze mehr gibt. Ja, insbesondere bei beliebten Filmen, sie können schnell ausverkauft sein. Ich werde auch nach Spielzeiten suchen, die zu unseren Zeitplänen passen. Großartig. Für ein reibungsloses Erlebnis ist es schön, alles im Voraus zu planen. Ich werde Sie über das, was ich herausfinde, auf dem Laufenden halten. Perfekt. Ich freue mich darauf, den Film gemeinsam zu sehen. Es wird ein fantastischer Ausflug. Lektion 15: Wertsachen sicher aufbewahren. Ich habe auch Angst, mein Telefon oder meine Brieftasche zu verlieren, wenn ich unterwegs bin. Das ist verständlich. Es kann hilfreich sein, sie in der Vordertasche aufzubewahren. Ja, es macht sie sicherer und einfacher zugänglich. Ich stimme zu. Auch die Verwendung einer Umhängetasche kann eine gute Option sein. Genau. Es hält alles dicht beieinander und minimiert das Diebstahlrisiko. Außerdem ist es bequemer als das Tragen eines sperrigen Rucksacks. Ja, und es ermöglicht bei Bedarf einen schnellen Zugriff auf das Wesentliche. Bleiben wir wachsam, während wir unterwegs sind. Definitiv. Sich unserer Umgebung bewusst zu sein, ist der Schlüssel zur Sicherheit. Lektion 16: Franklins Interessen. Franklins Druckerei war sehr erfolgreich, aber er interessierte sich auch sehr für die Wissenschaft. Ja, seine Neugier führte dazu, dass er mehrere wichtige Entdeckungen machte. Genau. Er war nicht nur ein Geschäftsmann, er war ein wahrer Innovator. Ich finde es inspirierend, wie er Wirtschaft und Wissenschaft in Einklang gebracht hat. Absolut. Seine Erfindungen, wie der Blitzableiter, hatten erhebliche Auswirkungen. Ja, und auch seine Beiträge zur öffentlichen Gesundheit waren bemerkenswert. Es zeigt, dass Leidenschaft für Wissen zu großen Erfolgen führen kann. Ich stimme zu. Lassen Sie uns mehr über sein Leben und seine verschiedenen Interessen erfahren. Das klingt fantastisch. Ich freue mich darauf, mehr über Franklin zu erfahren. Lektion 17: Ideen organisieren. Das ist eine clevere Möglichkeit, Ordnung zu halten. Was ist mit Farben? Die Verwendung verschiedener Farben kann dabei helfen, Informationen effektiv zu kategorisieren. Genau. Es macht es einfacher, schnell zu finden, was Sie brauchen. Außerdem fügt es ein visuelles Element hinzu, das das Lernen angenehmer machen kann. Ja, und es kann auch dazu beitragen, die Gedächtnisleistung zu verbessern. Ich denke, ein farbenfrohes System kann die Kreativität beim Arbeiten anregen. Absolut. Lassen Sie uns einige Ideen für die Organisation unserer Projekte sammeln. Klingt großartig. Ich liebe es, bei Planung und Design mitzuarbeiten. Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erschaffen. Lektion 18: Erfolgreicher Einkaufsbummel. Auf einen erfolgreichen Einkaufsbummel heute. Ich auch.
Es ist immer schön, beim Einkaufen einen Partner zu haben. Absolut. Es macht das Erlebnis viel angenehmer. Ja, und wir können uns gegenseitig bei der Auswahl der besten Artikel helfen. Genau. Eine zweite Meinung einzuholen kann sehr wertvoll sein. Außerdem können wir Ihnen Tipps geben, wie Sie tolle Angebote finden. Ich liebe diese Idee. Es macht Spaß, gemeinsam verborgene Schätze zu entdecken. Lassen Sie uns eine Liste erstellen, wonach wir suchen möchten. Toller Plan. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir heute entdecken. Lektion 19: Informationen prüfen. Bitte überprüfen Sie es noch einmal. Ich werde es noch einmal überprüfen, aber es ist möglich, dass Sie etwas übersehen haben. Das ist eine gute Idee. Es ist immer am besten, Informationen zu überprüfen. Ja, die Sicherstellung der Genauigkeit kann uns spätere potenzielle Probleme ersparen. Genau. Es ist wichtig, verlässliche Details zu haben, bevor Sie fortfahren. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen, um alles zu bestätigen und Sie auf dem Laufenden zu halten. Großartig. Kommunikation ist in diesen Situationen der Schlüssel. Ich schätze Ihre Sorgfalt bei der Unterstützung dieses Prozesses. Natürlich. Wir sind ein Team und ich möchte sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Lektion 20: Halloween-Abenteuer. Ich habe viele Häuser besucht und viele Süßigkeiten gesammelt. Das klingt nach einem lustigen Halloween-Abenteuer. Hatten Sie ein Lieblingshaus, das Sie besuchen wollten? Ja, der mit den gruseligen Dekorationen war der beste. Ich liebe die. Sie machen richtig Lust auf Süßes oder Saures. Absolut. Die Atmosphäre macht es noch spannender. Hast du dich beim Süßigkeitensammeln auch verkleidet? Natürlich. Dieses Jahr war ich Pirat und es hat so viel Spaß gemacht. Das klingt erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, wie viele Süßigkeiten Sie gesammelt haben müssen. Ja, es war ein toller Abend voller Gelächter und Aufregung. Lektion 21: Lokale Kultur. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, die lokale Kultur kennenzulernen. Ich stimme voll und ganz zu. Der Austausch mit Einheimischen eröffnet Ihnen eine andere Perspektive. Haben Sie schon einmal auf Reisen an einer kulturellen Veranstaltung teilgenommen? Ja, ich habe ein traditionelles Festival in Thailand besucht und es war unvergesslich. Das klingt unglaublich. Was war Ihr Lieblingsteil des Festivals? Das Essen war fantastisch und die Tanzaufführungen waren faszinierend. Das würde ich gerne erleben. Es ist eine so lebendige Art, in sich einzutauchen. Absolut. Jeder Ort hat seine eigenen einzigartigen Traditionen, die es zu entdecken gilt. Machen wir es uns zum Ziel, auf unseren Reisen lokale Veranstaltungen zu finden. Lektion 22: Reiseplanung. Es hängt wirklich davon ab, was Sie während Ihrer Reise unternehmen möchten. Das stimmt. Manche Menschen bevorzugen Entspannung, andere suchen das Abenteuer. Genau. Ich mag eine Mischung aus beidem, es hält die Dinge spannend. Ebenfalls. Ein wenig Entspannung hilft, neue Energie für das nächste Abenteuer zu tanken. Auf welche Aktivitäten achten Sie bei der Planung normalerweise?
Ich liebe es, lokale Märkte zu erkunden und neue Lebensmittel auszuprobieren. Das ist eine tolle Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Ich genieße Outdoor-Aktivitäten. Wandern und Sightseeing stehen bei mir immer ganz oben auf der Liste. Lasst uns eine Reise planen, die unsere beiden Interessen berücksichtigt. Lektion 23, mittlere Größe. Ich habe gehört, dass Sie großartige Kritiken haben. Sollen wir es versuchen? Sicher. Versuchen wir es auf jeden Fall, es klingt beliebt. Sollten wir uns eine mittlere Größe teilen? Ich denke, das ist eine gute Idee. Es macht immer Spaß, verschiedene Geschmacksrichtungen zu probieren. Außerdem können wir einige für später aufheben, falls wir nicht alles fertigstellen können. Genau. Ich liebe Orte, die eine große Auswahl bieten. Es macht das Erlebnis noch angenehmer, wenn man verschiedene Dinge probieren kann. Ja. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich an all die Geschmacksrichtungen denke, die wir probieren können. Dann lasst es uns versuchen. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Lektion 24, Unterkunftsbuchung. Ja, ich habe darüber nachgedacht, unsere Unterkunft zu buchen. Es ist immer etwas knifflig, vor allem bei so vielen verfügbaren Optionen. Absolut. Ich möchte etwas Bequemes und dennoch Erschwingliches finden. Gute Idee. Ich hoffe auch, dass es eine günstige Lage für Besichtigungen hat. Ich habe ein paar Orte gefunden, die vielversprechend erscheinen. Möchten Sie sie gemeinsam ansehen? Ja, lasst uns das tun. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Großartig. Ich denke, wir können den perfekten Ort für unsere Reise finden. Ich bin mir sicher, dass wir das tun werden. Es braucht nur ein wenig Planung. Genau. Es wird sich alles lohnen, wenn wir einmal dort sind. Lektion 25, Geschäftsmöglichkeiten. Gibt es in letzter Zeit interessante Geschäftsmöglichkeiten? Eigentlich ja. Ich bin auf eine einzigartige Idee gestoßen, die vielversprechend erscheint. Wirklich? Ich würde gerne davon hören. Was ist das Konzept? Es handelt sich um einen Abonnementdienst für umweltfreundliche Produkte. Die Leute stehen jetzt wirklich auf Nachhaltigkeit. Das klingt fantastisch. Ich denke, viele würden diese Art von Service zu schätzen wissen. Genau. Es hilft Verbrauchern, bessere Entscheidungen für die Umwelt zu treffen. Ich kann mir vorstellen, dass es schnell an Popularität gewinnt. Haben Sie darüber nachgedacht, damit zu beginnen? Ich denke darüber nach. Ich muss mehr recherchieren und sorgfältig planen. Wenn Sie das tun, würde ich Ihnen gerne auf jede erdenkliche Weise helfen. Lektion 26, Unbeholfenheit überwinden. Ich fühle mich wirklich unbehaglich und nervös, aber sag ja. Wir gehen mitten in die Turnhalle und probieren es einfach aus. Ich weiß, es ist einfach so, dass alle so erfahren zu sein scheinen. Es ist in Ordnung, sich so zu fühlen. Jeder fängt irgendwo an, oder? Wahr. Ich muss mich nur darauf konzentrieren, Spaß zu haben und mir keine Sorgen um andere zu machen. Genau. Lasst uns einander ermutigen und das Beste daraus machen. Das klingt nach einem Plan. Ich werde versuchen, positiv zu denken. Und ich werde bei dir sein und dich anfeuern. Danke. Ich fühle mich schon ein wenig besser, weil ich weiß, dass ich nicht allein bin. Lektion 27, Frühstück und Bewegung.
Ja, normalerweise esse ich Müsli zum Frühstück. Hatten Sie heute Morgen Zeit für Sport? Nicht wirklich, ich war heute etwas spät dran. Das ist verständlich. Manchmal kann es morgens hektisch sein. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Bewegung? Ich versuche es. Es hilft mir, den ganzen Tag über voller Energie zu bleiben. Das ist großartig. Ich sollte einen Weg finden, es besser in meine Routine zu integrieren. Vielleicht können wir uns gegenseitig motivieren, einen Zeitplan einzuhalten. Ich liebe diese Idee. Es würde mehr Spaß machen, gemeinsam zu trainieren. Lektion 28: Globale Verbindung. Das ist aufregend. Haben Sie darüber nachgedacht, für Ihre Reisen eine internationale SIM-Karte zu verwenden? Das habe ich tatsächlich. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, ohne hohe Gebühren in Verbindung zu bleiben. Genau. Sie können wie zu Hause telefonieren und Daten nutzen. Es vereinfacht die Kommunikation wirklich. Außerdem müssen Sie nicht überall nach WLAN suchen. Das kann so mühsam sein. Rechts? Und wenn Sie sich verlaufen, können die Daten auf Ihrem Telefon wirklich den Tag retten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jederzeit auf Karten und lokale Informationen zugreifen. Das ist unbezahlbar. Außerdem können Sie Ihre Erlebnisse sofort mit Freunden und Familie teilen. Absolut. Ich liebe die Idee, alle über meine Abenteuer auf dem Laufenden zu halten. Und Sie können auch soziale Medien nutzen, ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen. Lektion 29: Kulinarische Entscheidungen. Alles sieht so gut aus. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich bestellen soll. Wie wäre es, wenn wir ein paar lokale Gerichte probieren? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Lokales Essen gibt Ihnen immer einen Vorgeschmack auf die Kultur. Genau. Es ist die beste Möglichkeit, einen neuen Ort durch seine Aromen zu erleben. Außerdem können wir Gerichte teilen und von allem etwas probieren. So verpassen wir nichts. Ich liebe diesen Ansatz. Dadurch wird das Essen unterhaltsamer und spannender. Und wer weiß? Vielleicht entdecken wir gemeinsam ein neues Lieblingsgericht. Es ist spannend, über die Vielfalt nachzudenken, die wir probieren könnten. Wozu neigst du? Ich bin neugierig auf die Meeresfrüchte-Optionen. Frischer Fang aus den örtlichen Gewässern muss unglaublich sein. Absolut. Ich wette, es ist auf eine Weise zubereitet, die wir noch nie zuvor erlebt haben. Lektion 30: Konnektivität an Bord. Zum WLAN an Bord. Ja, im Zug gab es kostenloses WLAN, so dass ich während der Fahrt meiner Arbeit nachgehen konnte. Das ist so eine praktische Funktion. Dadurch werden lange Fahrten deutlich produktiver. Ich stimme voll und ganz zu. Ich konnte wichtige E-Mails versenden und sogar eine Präsentation fertigstellen. Wow, das ist beeindruckend. Normalerweise lese ich auf Reisen einfach nur oder höre Musik. Auch das sind tolle Optionen, aber WLAN eröffnet wirklich neue Möglichkeiten. Definitiv. Ich könnte auch meinen Reiseblog aktualisieren und dabei die malerische Aussicht genießen. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Arbeit und Freizeit. Wie haben Sie das alles geschafft? Ich habe meine Arbeit einfach auf die schönsten Landschaften abgestimmt. Es war inspirierend. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, Produktivität und Vergnügen in Einklang zu bringen.
Lektion 31: Entscheidungen zur Inneneinrichtung. Eine hochwertige Polsterung ist für jeden Wohnraum unverzichtbar. Wie wäre es mit der Größe? Mein Wohnzimmer ist ziemlich geräumig. Das ist großartig. Dann können Sie bei der Auswahl Ihrer Möbel wirklich mutig sein. Genau. Ich denke an einen großen Bereich, in dem Gäste bequem Platz finden. Ein Schnitt ist eine fantastische Idee. Es fördert Gespräche und Entspannung. Darüber hinaus kann es mit der richtigen Polsterung die Ästhetik des gesamten Raums aufwerten. Absolut. Die Textur und Farbe können die Atmosphäre Ihres Wohnbereichs völlig verändern. Ich möchte etwas Langlebiges und dennoch Stilvolles, etwas, das jahrelang hält. Das ist klug. Hochwertige Stücke können eine Investition sein, sich aber auf lange Sicht auszahlen. Ich freue mich darauf, verschiedene Stoffe und Farben zu erkunden, um die perfekte Kombination zu finden. Lektion 32: Für die Zukunft planen. Ich glaube, eine Amtszeit von 5 Jahren wäre ideal, es gibt uns Stabilität und Wachstum. Das macht Sinn. Ein 5-Jahresplan gibt Zeit, sich bei Bedarf anzupassen und umzuschwenken. Genau. Wir können realistische Ziele setzen und dabei unsere Fortschritte bewerten. Außerdem gibt es uns einen Zeitplan, mit dem wir arbeiten können, was motivierend sein kann. Mir gefällt die Idee, Meilensteine zu feiern, wenn wir sie erreichen. Diese Feierlichkeiten können die Moral wirklich stärken und zu weiteren Anstrengungen ermutigen. Und wenn wir vor Herausforderungen stehen, verfügen wir über ein solides Fundament, auf dem wir aufbauen können. Absolut. Es geht darum, anpassungsfähig zu sein und gleichzeitig den Gewinn im Auge zu behalten. Ich bin optimistisch, was die Richtung betrifft, in die wir gehen. Lassen Sie uns diesen Plan zum Erfolg führen. Lektion 33: Historische Reflexion. Meine Landsleute, wir stehen nun 10 Jahre nach der Mitte eines Jahrhunderts, das 4 bedeutende Veränderungen erlebt hat. Ja, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie weit wir gekommen sind und vor welchen Herausforderungen wir standen. Absolut. Diese Ereignisse haben unsere Identität und Werte geprägt. Ich denke, es ist entscheidend, aus unserer Geschichte zu lernen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Ja, das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, unsere Gegenwart wertzuschätzen. Lassen Sie uns weiterhin über unsere Geschichte und ihre Auswirkungen diskutieren. Das würde mir gefallen. Es ist wichtig, diese Gespräche am Leben zu halten. Ja, das Teilen unserer Perspektiven kann unser Verständnis bereichern. Ich kann es kaum erwarten, mehr über unsere gemeinsame Geschichte zu erfahren. Lektion 34: Beschädigte Lieferung. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Hallo, ich habe meine Bestellung erhalten, aber leider ist sie beschädigt angekommen. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Können Sie mir mehr über das Problem erzählen? Nun, die Vase, die ich bestellt hatte, war zerbrochen, als ich das Paket öffnete. Das ist frustrierend. Wir werden es auf jeden Fall richtig machen. Möchten Sie einen Ersatz? Ja, bitte. Das Design hat mir sehr gut gefallen und ich möchte es für mein Zuhause haben. Überhaupt kein Problem. Ich werde umgehend ein neues Exemplar veranlassen. Danke schön. Ich freue mich über Ihre schnelle Antwort auf dieses Problem. Es ist mein Vergnügen. Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle.